Rimuru Tempest, der Anti-Spiral und Arnos Voldigord sind alles Anime-Charaktere, die krasse overpowerte Fähigkeiten haben. Doch welche Fähigkeit ist am krassesten? Yo, was geht Leute, KingRDB ist am Start. Ich habe schon viele Videos zu overpowerten Anime-Charakteren gemacht. Im heutigen Video betrachten wir overpowerte Fähigkeiten. Neben den bereits genannten Charakteren kommen auf jeden Fall ein paar Special Guests dazu. Macht ruhig mit und schreibt in die Kommentare die Attacke, die ihr aus dieser Liste am stärksten findet. Das ist kein Power-Scaling-Video, ich stelle nur overpowerte Fähigkeiten vor. Top 10 overpowerte Anime-Fähigkeiten, let's get it! Rimuru Tempesto aus dem Anime Tensei Shitara Slime Taken hat absurd viele Fähigkeiten. Ich habe literally eine Videoreihe, wo ich nur seine Fähigkeiten erkläre, die 15 Videos schwer ist. Die Attacke, die ich euch vorstelle, heißt Megiddo. Mit dieser Attacke hat er innerhalb von wenigen Minuten 20.000 Soldaten mit Hilfe von Lichtstrahlen umgebracht. Das Krasse ist, dass es keine Magie, sondern eine rein physikalische Attacke ist. Um das zu untermalen, hat er sogar eine Anti-Magie-Barriere erstellt. Rimuru benutzt bei dieser Attacke Elementargeister, die keine Magie verbrauchen. Er nutzt hunderte Wasserelementargeister und formt sie zu einer riesigen konvexen Linse, die er über sich bildet. Des Weiteren befindet sich um und unter ihm weitere Wasserkugeln, die jeweils das Licht weiterleiten. Die riesige konvexe Linse sammelt dann das Sonnenlicht aus der Atmosphäre. Wie bei einem Prisma bricht dann das Licht, verteilt sich auf die anderen Wasserkugeln und bricht dann weiter und tötet nach und nach die ganzen Soldaten. Die Lichtstrahlen sind mehrere tausend Grad heiß und unmöglich zu verteidigen für die meisten. Wenn Licht auf ein Prisma gestrahlt wird, bricht dieses Licht in Regenbogenfarben und in weiteres Licht. So entstehen auch die Regenbogen, in dem Licht auf die Regentropfen treffen und dann brechen. Normalerweise müsste die Attacke in Regenbogenfarben sein, aber wir wollen mal nicht so kleinlich sein. Der große Weise hat Rimuru mit den Berechnungen geholfen, um noch besser zu zielen. Meistens hat er die Soldaten per Kopfschuss direkt erledigt, aber manchmal hat er mit Absicht ins Bein oder Arm geschossen, damit sie mehr leiden. Hier wieder ein gutes Beispiel dafür, wie grausam Rimuru sein kann. Wenn man Megiddo genauer betrachtet, muss man schon die Kreativität vom Autor bewundern. Durch Megiddo hat Rimuru dann ein Minimum von 10.000 Seelen erhalten und hat sich dann zum wahren Dämonenkönig weiterentwickelt. Wenn ihr mehr über Rimuru erfahren wollt, dann checkt meine Videos zu ihm ab. Giorno Giovanna aus den Animes JoJo's Bizarre Adventures hat auch viele overpowerte Fähigkeiten. Jeder kennt wahrscheinlich das Gold Experience Requiem als seine krasseste Fähigkeit, aber auch seine normalen Attacken sind schon sehr unfair. Zum Beispiel kann er Lebewesen altern lassen. Im Kampf gegen Polpo hat er einen Baum verrotten lassen. Polpo, sein Gegner, war schwach gegen Sonnenlicht und hat immer aus dem Schatten angegriffen. Um ihn zu besiegen, packte Giorno die Baumwurzeln unter der Erde und ließ den Baum wachsen und gedeihen, um ihn schließlich im Endeffekt verrotten zu lassen. Ein Baum hat eine Lebensdauer von mehreren hunderten von Jahren. Das heißt, dass Giorno in wenigen Sekunden jemanden per Berührung ins Jenseits schicken kann. Da der Baum verschwand, wurde Polpos Stand der Sonne widersetzt, was dazu führte, dass der Stand besiegt wurde. In meinem Video zu Giorno erkläre ich alle seine Fähigkeiten. Checkt es ab. Aladdin aus Magi, The Labyrinth of Magic, ist ein weiterer overpowerter Anime-Charakter. Achtung, Magi-Manga-Spoiler. Aladdin hat mehrere Vektormanipulationsattacken drauf. Die krasseste ist aber Zuruf Ashara. Zuruf Ashara ist ein Unendlichkeitsschlag. Folgendes Szenario. Aladdin und Alibaba kämpfen gegen Yudar und Hakurio. Hakurio hat schon Alibaba nach einem heftigen Kampf besiegt, wo Hakurio 2 Beine verlor. Aladdin ist verzweifelt und bedient sich Solomons Weisheit. Mit dieser Fähigkeit konnte er eine Attacke von seinem Vater nachahmen und das ist Zuruf Ashara. Aladdin fixierte zunächst einmal Yudar auf einem Punkt, so dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Danach benutzte er Ugo und schlug Yudar mit voller Kraft. Yudar wurde erstmals in die Atmosphäre katapultiert. Zunächst einmal wollte er dann gegen den Druck des Schlages ankommen, indem er mit voller Kraft dagegen fliegt, aber die Kraft des Schlags nahm nicht ab. Egal wie stark er dagegen fliegt, er wird immer weiter zurückgedrängt. Hakurio bemerkt, dass was nicht stimmt und versucht ihn mit seinen Baumwurzeln zu befestigen. Diese Zeit soll Yudar nutzen, um eine Anti-Magie-Barriere, die alle Zauber aufhebt, zu zaubern, aber die Zeit reicht nicht. Yudar fliegt mit derselben Intensität immer weiter weg. Vergebens versucht er sich dagegen zu wehren, aber er wird immer weiter weggeschoben, so dass er auf einmal im All ist und für immer weiter fliegt.
Aladdin erklärte, dass die Kraft von Surufas Hara nicht abnimmt. Es fixiert nur einen Punkt und schiebt seine Gegner für immer in diese Richtung. Einmal aktiviert, kann die Attacke nicht mehr gestoppt werden, selbst wenn Aladdin stirbt. Das hat den Grund, weil die Magie die Gesetze der Physik umschreibt. Yudar ist wegen dieser Attacke in einem anderen Multiversum gelandet, wo die Gesetze von Solomon Joas Abraham nicht gelten. Derjenige, der das Magi The Labyrinth of Magic Multiversum erschaffen hat. Da Yudar nun in einem anderen Multiversum gelandet ist, außerhalb von Magie, hat die Magie auch aufgehört zu wirken. Das wäre so, als würde man jemanden von Dragon Ball nach Naruto schicken. Eine wahrlich furchteinflößende Attacke. Der Anti-Spiral aus Tengen Toppa Gurren Lagann hat eine Attacke namens Multiversum Labyrinth. Mit diesem kann er den Geist seiner Gegner in ein Multiversum Labyrinth einsperren, wo sie ihre endlosen Möglichkeiten durchleben. Jeder hier kennt wahrscheinlich die Theorie der Paralleluniversen, auch Divergenztheorie genannt. Wenn man zum Beispiel seinen Schulabschluss gemacht hat, gibt es in einem anderen Universum eine Version von dir, die keinen Schulabschluss gemacht hat. Generell haben wir Menschen Möglichkeiten, wenn wir Entscheidungen treffen. All diese Entscheidungen zeigen sich in unendlichen Versionen von uns ab. Genauso funktioniert die Attacke. In dem Moment, wo du an eine andere Version oder Möglichkeit denkst, zeigt sie sich in einem neuen Universum ab. Also in dem Moment, wo eine Möglichkeit in Betracht gezogen wird, wird diese in einem anderen Universum wahr. Das sieht man sehr gut an Yoko, die ihre unendlichen Versionen anhand eines Fernsehkanals sehen kann. So verliert man den Bezug zur wahren Realität und der Wille zum Leben wird einem genommen. Das sieht man auch bei der Gurren-Brigade, die einfach nur dort sitzen und nichts machen können. Nakashima, der Autor von Gurren Lagann, vergleicht die Attacke mit Kindern, die zwischen ihren Lieblingsfarben entscheiden sollen. Wenn man einem Kind eine Wahl zwischen 3 Farben gibt, ist es einfach, dass das Kind sich für seine Lieblingsfarbe entscheidet. Aber wenn man dem Kind 100 Farben vorlegt, ist das schon viel schwerer. Vor lauter Auswahl weiß das Kind nicht, was es wählen soll. Wäre das Kind im Multiversum-Labyrinth, würde es eine unendliche Anzahl an Stiften präsentiert bekommen. Vor lauter Auswahl würde das Kind einfach nur da stehen und sich nicht bewegen, genau wie die Gurren-Brigade. Das Labyrinth wird vom Anti-Spiral als eine logische Falle beschrieben, aus der kein intelligentes Wesen dauerhaft entkommen kann. Und wenn man mal so überlegt, erschafft der Anti-Spiral per Gedankengang reale Universen, was ziemlich absurd ist. Das ist die krankeste Fähigkeit, die ich kenne. Wenn ihr wissen wollt, wie die Gurren-Brigade der Attacke entkommen ist, dann checkt mein Simon-Video dazu ab. Der letzte auf der Liste ist Arnos Voldigott. Arnos Voldigott ist auch ziemlich overpowered, aber die Fähigkeit, die ich euch jetzt vorstelle, ist eher witzig. Die damalige Lehrerin an der Akademie von Arnos heißt Emilia. Sie ist bekannt dafür, eine motivierte Rassistin zu sein, die die Halbblüter wie Dreck behandelt. Sie selber ist ein Vollblut und entstammt aus dem Adel. Weil Arnos ihren Bruder beim Turnier auseinandergenommen hat, wollte sie Rache nehmen. Und zwar kann man an dem Turnier nur teilnehmen, wenn man ein Dämonenschwert hat. Dieses hat nach der ersten Runde die Mutter von Arnos aufbewahrt. Wenn Arnos am nächsten Tag dieses Schwert nicht besitzt, kann er am Turnier nicht teilnehmen. Deswegen hat die Lehrerin Emilia es für eine gute Idee gefunden, sein Schwert zu klauen und hat sich auf den Weg zu seiner Mom gemacht. Der Fanclub von Arnos beschützten die Mutter von Arnos vor der Lehrerin. Die Mädels sind zeitgleich auch die Schüler von Emilia. Da sie alle aber Halbblüter waren, war es ihr egal, ob die Mädels durch ihre Attacken abkacken. Sie versuchte die Waffe um jeden Preis zu bekommen, aber dann kam Arnos und verhinderte das Schlimmste. Im Anschluss brachte Arnos Emilia um und belebte sie als Halbblut wieder. Sie wurde also zu dem, was sie am meisten hasst. Nun muss sie ihr restliches Leben als Halbblut leben und wenn sie sich umbringt, wird sie automatisch wiederbelebt. Das Ganze hat Arnos getan, um ihr eine Lektion zu erteilen. Sie soll mal aus der Sicht eines Halbblüters leben, damit sie checkt, wie es ist, von Adligen wie Dreck behandelt zu werden und generell damit sie ihr Mindset ändert. Das waren meine Top 5 overpowerten Anime-Fähigkeiten. Welche Fähigkeit findet ihr am krassesten? Schreibt es in die Kommentare. Für mich ist es das Multiversum-Labyrinth. Wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, ob der Anti-Spiral gegen Goku gewinnt, dann klickt auf das Video in der Mitte. Wir sehen uns. Ciao, ne?